Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein neues Video von mir zu Hause. Vom Trainingslager auf Mallorca ging es dann wieder nach Hause für mich und ich habe quasi wieder das Kontrastprogramm durchgemacht. Gruppentraining und ganz viele Leute um mich herum auf Mallorca zu Einsamkeit und wieder voller Fokus auf mich zu Hause. Ich bin super gern zu Hause, weil ich mir hier einfach eine extrem gute Infrastruktur aufgebaut habe in den eigenen vier Wänden. Das fängt an mit dem Icebein Recovery System, dass ich quasi Kälteanwendungen zu Hause machen kann, die mir einfach helfen, viel schneller zu erholen nach harten Einheiten. Dann habe ich mit meinem Lymphboots im Endeffekt Lymphdrainage. Ich habe eine Infrarotsauna. Ich habe mittlerweile ein top ausgestattetes Gym. Ich kann an meinem Laufband das Lever-System draufsetzen und eben auch bestimmte Laufeinheiten entlasten damit. Dann habe ich natürlich meine Therapeuten hier und kann mich behandeln lassen, was für mich einfach auch super wichtig ist, um gesund zu bleiben und auch weiter an meinen Schwächen zu arbeiten über das spezielle Krafttraining mit dem Chris. Der striezt mich nochmal ordentlich und natürlich über Massage und Physiotherapie eben auch zu schauen, dass mein Körper wieder ausgerichtet wird, gerade nach so einer intensiven Trainingszeit wie jetzt auf Mallorca. Danach waren meine Beine schon ordentlich platt und ich war glücklich, dass erstmal so ein bisschen lockeres Training zu Hause war und wirklich der Fokus auf der Erholung war und ich all diese Sachen, die ich gerade genannt habe, eben intensiv machen konnte. Ein weiterer Punkt, der zu Hause mehr in den Fokus rückt, ist natürlich auch so ein bisschen die geschäftliche Arbeit. Ich bin ja selbstständig als Profisportlerin und auch bei mir fällt viel Papierkram an, E-Mails, Sponsorenarbeit. Dann bin ich eben auch dabei, meine Kick-Ass-Merch-Kollektion weiter auszubauen und mit der Kira zusammen, die für uns arbeitet, da an Designs zu feilen. Und wir haben einen Launch von meiner Website gemacht, die haben wir ein bisschen überarbeitet, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Mein Training hier zu Hause war, wie gesagt, am Anfang eher ein bisschen ruhiger, da stand die Erholung im Vordergrund und dann sind wir ja wieder in so einen guten Trainingsrhythmus eingestiegen. Ich habe wieder viel Radfahren auf der Rolle trainiert, diesmal aber mehr mit meinem Zeitfahrrad, habe weiter viel Aeropositionsarbeit gemacht und das fällt mir echt auf der Rolle viel, viel schwerer als draußen. Das war auch ein Grund, warum ich mein Zeitfahrrad mit nach Mallorca genommen habe, weil es einfach so schön ist, mit dem Zeitfahrrad mal draußen unterwegs zu sein. Aber das Rollentraining ist natürlich super effektiv und jetzt gerade auch hinsichtlich der ersten Rennen ist es super wertvoll, nochmal die auch härteren Einheiten auch in Aeroposition auf der Rolle zu fahren. St. George im Mai wird ja ein sehr bergiges Rennen, das heißt, das, was wir in Mallorca schon angebahnt haben mit den Berganläufen, das haben wir versucht jetzt hier weiterzumachen. Je nach Wetter habe ich es auch auf dem Laufband gemacht, das heißt, das Laufband einfach mal auf 5% Steigung eingestellt und dann quasi meinen Indoor-Berg hochgerannt. Und eine Sache, die wir noch neu dazugenommen haben, die wir aber in den letzten Jahren auch schon immer wieder eingebaut hatten, war ein spezielles Atemmuskeltraining in Kombination mit bestimmten Einheiten, mit dem IDIAC-Atemtrainer. Das hilft mir extrem, einfach meine Lunge zu verbessern und zu trainieren. Diese beiden Geräte, der SpiroTiger und das P100, sind Atemmuskeltrainingsgeräte. Das ist die Oldschool-Variante, die kam vor ca. 15-20 Jahren auf den Markt, die haben wir bis dato benutzt. Jetzt gibt es eben den von IDIAC, den P100. Das ist ein Atemmuskeltrainer, mit dem man die Atemökonomie deutlich verbessern kann. Bei uns kommen die Atemtrainer zum Einsatz zur Vorbereitung auf intensive Sessions. Das heißt, man kann sich in der entsprechenden Atemfrequenz vor Einheiten aufwärmen. Wenn ich weiß aus der Spirometrie, dass beispielsweise 35 Atemzüge die Leistung bei 320 Watt sind, dann kann ich da mich genau mit vorbereiten und zum Beispiel auch die entsprechende Atemtiefe trainieren, wenn die dort zum Beispiel in der Spirometrie gezeigt hat, dass sie dir leicht absinkt. Eine Besonderheit jetzt in den letzten Wochen war auch noch, dass ich angefangen habe, einmal die Woche mit dem Neo zu schwimmen. Ich möchte bald mein erstes Rennen starten und wahrscheinlich wird das auch ein Neopren-Schwimmen haben.
Genauso wird St. George auch ein Neoschwimmen sein, weil das Wasser dort sehr kalt ist. Von daher habe ich das Gefühl, es tut mir gut, einfach mich so ein bisschen einzugrooven mit dem Neopren. Es ist doch irgendwie eine andere Wasserlage, ein anderes Schwimmen. Häufig ist bei mir am Anfang so, dass die Arme einfach leichter müde werden und ich einfach so ein paar Einheiten brauche, bis ich mich da eingegroovt habe. Von daher, das war jetzt eine Einheit, die ich sehr wertvoll immer fand, jede Woche und die auf jeden Fall schon mal Vorfreude darauf macht, auch wieder ins Renngeschehen einzusteigen und im Neo Gas zu geben. Es gibt auch hier jetzt die erste Rennankündigung und zwar werde ich am 5. März beim Ironman 70.3 in Dubai starten. Es wird für mich primär ein Test von meinem Material, einfach die Abläufe zu machen, die Nervosität zu spüren und eben auch zu schauen, wie gut die Fitness schon ist auf dem Weg Richtung St. George. Ihr könnt euch freuen, weil ich nehme euch mit nach Dubai. Ich werde euch ein paar Insights geben, wie eben die Vorbereitung kurz vor dem Rennen bei mir aussieht. Von daher lasst mir ein Abo da, damit ihr direkt informiert werdet, wenn das Video rauskommt und natürlich auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat.